Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webcast. Ich bin Christoph Bock, bei der Deutschen Börse Cloud Exchange Head of Marketing und Customer Success. Und zusammen mit meinem Kollegen Florian Retzer, der zuständig ist für die Themen Business Development auf der Provider-Seite, begleiten wir Sie heute durch den Webcast Vertrauen in die Public Cloud. Stellt sich dann auch heute überhaupt noch die Frage: Im kommenden Jahr werden nach RightScale 93% aller Unternehmen weltweit vor allem in der Public Cloud betreiben. Von diesen Unternehmen weltweit sind 27% dabei, bei denen das mehr als 1000 Maschinen sein werden. Das heißt, die Public Cloud ist definitiv im Markt angekommen. Lassen Sie uns dazu einmal die Fakten anschauen. 2,3 Milliarden US-Dollar, das ist das, was laut Gartner im letzten Jahr für Public Cloud bzw. Cloud-Ressourcen generell in Europa ausgegeben wurde. Das heißt, allein das Volumen ist natürlich schon ein signifikanter Markt. Das Ganze soll wachsen auf 13,1 Milliarden US-Dollar in 2019. Das bedeutet knapp über 30% Marktwachstum jedes Jahr. Eins ist klar, die Public Cloud als solche profitiert dabei natürlich von dem Hybrid Cloud Trend, das ganze Thema Internet of Things und Industrie 4.0, was ja letztlich auch auf der Infrastruktur, der verfügbaren Cloud-Infrastruktur aufbaut, natürlich zentrale Treiber in diesem ganzen Wachstum. Spannend dennoch sind die Insights, die Eurostat bereitstellt. 2014 haben die herausgefunden, dass knapp doppelt so viele Firmen im Public Cloud Umfeld unterwegs waren wie im Private Cloud. Das heißt, es gibt doppelt so viele Firmen, die Public Cloud Server nutzen, als dass die Private Cloud Server nutzen. Und was ebenfalls interessant ist, dass 73% der Public Cloud Nutzer ihre bisherigen Erfahrungen als positiv bewerten. Was bedeutet das, wenn man sich jetzt das Ganze mal aus Anwenderperspektive anschaut? Das bedeutet, dass die Public Cloud als Technologie und als sozusagen als Hilfsmittel, um effizienter zu werden, um besser zu werden, kompetitiver zu werden, bei den Unternehmen angekommen ist und auch die Mehrwerte bei den Unternehmen angekommen sind und dass natürlich das Ganze auch dazu führt, dass Leute, die und vor allem Unternehmen, die schon in irgendeiner Form Cloud nutzen, mit ihren positiven Erfahrungen das Ganze natürlich dann auch weiter ausbauen wollen. Dennoch, über 30% Marktwachstum pro Jahr und positive Erfahrungen der Nutzer treffen auf der anderen Seite immer noch auf anhaltende Skepsis und fehlendes Know-how. Das heißt, es gibt nach wie vor immer noch Hürden und immer noch Probleme, mit denen Unternehmen kämpfen, wenn es darum geht, sich dem Thema Cloud, insbesondere Public Cloud, zu nähern und vor allem das Ganze auch bei sich intern zu integrieren. Was sind das für Dinge, die Unternehmen von der Cloud-Nutzung abhält? Das sind unter anderem die Faktoren, die hier mal aufgelistet sind nach verschiedenen Industrien, lässt sich zusammendampfen aber auf zwei elementare Dinge. Das eine ist die Bedenken, die sich rund um das Thema Security Breach drehen, also die Frage nach Sicherheit auf der einen Seite und die Frage nach, wie integriere ich das Ganze denn? Wie ist denn die Cloud überhaupt für mich nutzbar? Also einfach das Thema Knowledge, wie weit bin ich überhaupt in der Lage, das also meine eigene IT so zu strukturieren, zu organisieren, dass ich von der Public Cloud insbesondere halt auch einfach profitieren kann. Spannendes Statement dazu war diese Woche von dem Andrea Monacci von HP gekommen, der hat halt gesagt, naja, also aus deren Erfahrung wissen ungefähr 60% der SMEs überhaupt nicht, dass sie Cloud in irgendeiner Form nutzen. Das heißt, auch das Verständnis darüber, wie weit Cloud eigentlich geht und was Cloud eigentlich ist noch im Markt gar nicht wirklich überall angekommen. McAfee hat in einer Studie untersucht, wie es denn aussieht, das ganze Thema Schatten-IT in den Unternehmen. Das werden Sie selber auch aus persönlichen Erfahrungen kennen. Mehr als 80% der befragten Mitarbeiter geben in der Studie zu, dass sie SaaS-Anwendungen ohne Genehmigung der IT nutzen. Einfach, weil es ihnen hilft, effizienter zu werden und effizienter zu arbeiten und vor allen Dingen auch Prozesse einfach erleichtert. Florian, als jemand, der schon beide Seiten im Cloud-Markt aus der Innenperspektive sozusagen kennengelernt hat, was bedeutet das aus deiner Sicht für die einzelnen Marktteilnehmer in dem Cloud-Umfeld? Ja, Christoph, vielen Dank. Beide Seiten ist da natürlich ein gutes Stichwort.
Beide Seiten, Unternehmen als auch Provider, müssen mit der gesamten Thematik gewissenhaft umgehen. Unternehmen sind verantwortlich für die Auswahl der Provider, aber natürlich auch für die Prüfung dieser ausgewählten Provider. Es gilt festzustellen, werden die geforderten Vorschriften, werden die geforderten gesetzlichen Bestimmungen wirklich eingehalten. Und die kürzliche Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu der Beendigung der Regelung von Safe Harbor stellt Unternehmen mehr als je zuvor vor die Frage, wie finde ich den richtigen Provider und den richtigen Cloud-Provider, der rechtskonform im Sinne meiner Compliance arbeitet. Damit einhergehend muss ich, um das zu erreichen, um die Vorteile von Public Cloud nutzen zu können, mein IT-Budget jetzt anpassen. Habe ich am Ende des Tages wirklich noch Ersparungen? Und wie kann ich gegenüber meinen Kunden auch wirklich darstellen, dass die Daten sicher und konform verarbeitet werden? Denn am Ende des Tages ist die Geschäftsführung des Unternehmens in der Pflicht nachzuweisen, dass die gebotene Sorgfalt auch wirklich beachtet wird. Ja. Ich habe in den vergangenen Jahren diverse Unternehmen begleitet, die sich aus ganz unterschiedlichen Motivationen dem Thema Public Cloud genähert haben. Ich möchte hier mal 2 Beispiele rausgreifen und mit einem Unternehmen aus dem klassischen Filialgeschäft starten. Dieses Unternehmen aus der Kosmetikbranche hat sehr erfolgreich in ganz Deutschland eben Filialen für unter anderem Parfum und alles, was die Dame oder der Herr so benötigt, betrieben und sich zur Gunst der Stunde quasi auch dem Thema Online-Business genähert und eine sehr erfolgreiche Marke aufgebaut, die uns heute, denke ich, allen geläufig ist, ohne da konkrete Namen zu nennen. Zu diesem Zeitpunkt, als das Unternehmen quasi ihre Webinfrastruktur, diesen Online-Vertrieb auf Basis ihrer herkömmlichen IT, die das Filialgeschäft und das Unternehmen, so wie es zu diesem Zeitpunkt aufgestellt war, hergab, aufgebaut haben und dieses Unternehmen quasi zum ersten Mal auch ihre Plattform wirklich beworben hat, das damals in Form von Fernsehwerbung, ganz typisch im B2C-Markt, um ganz schnell Reichweite zu generieren, hat sich einfach gezeigt, dass die herkömmliche IT, so wie sie da stand, nicht ausgereicht hat und sich das Ganze ins Negative verkehrt hat. Das heißt, wir reden hier von einem sogenannten Friendly DDoS. Die Nachfrage nach diesem Online-Vertriebszweig war dann so hoch, dass die Plattform eben zu Stoßzeiten aufgegeben hat. Das heißt, hier war es notwendig, innerhalb kürzester Zeit Know-how aufzubauen und zu identifizieren, welche Daten, welche Workloads das Unternehmen eigentlich Richtung Cloud auslagern kann, um eben von den Vorteilen in diesem konkreten Fall der Skalierung auch zu profitieren. Infrastruktur im eigenen Hause in dieser Größenordnung aufzubauen, wäre natürlich ein Killer gewesen an dieser Stelle. Das heißt, für ganz sporadische, große Peaks, große Mengen an Ressourcen ins eigene Haus zu stellen, war auch budgettechnisch nicht möglich. Und hier musste innerhalb kürzester Zeit wirklich geklärt werden, wie kann technisch als auch aus Compliance-Sicht Richtung Cloud verlagert werden. Ein ganz anderes Beispiel, das komplette Gegenteil, sind die heutigen Startups, die uns hier besonders auch in Berlin begegnen. In diesem Beispiel ein Unternehmen, das dank Erwerbs staatlicher Lotterielizenzen auch zum richtigen Zeitpunkt sich als echte Alternative zur Lottoannahmestelle im Kiosk positionieren konnte. Die Vorteile der Cloud-Infrastruktur sollten und mussten von Anfang an genutzt werden. Ein Startup kann nicht in dieser Form investieren und muss natürlich auf das Wachstum auch erstmal hoffen und abwarten, um dann entsprechend hier die Vorteile der Cloud voll auszuspielen. Es war allerdings von Anfang an klar, dass es aufgrund dieser lizenzierten Lotteriegesellschaft hier an dieser Stelle und quasi der Alternative zur Lottoannahmestelle das Vertrauen der Kunden gewonnen werden musste. Das heißt, es muss einfach auch dargestellt werden, dass vertrauensvoll mit den Daten, auch mit natürlich Zahlungsdaten, gegebenenfalls Übermittlung von Gewinn und Gewinnausschüttungen, vertrauensvoll umgegangen wird. Die Wahl fiel von Anfang an auf einen deutschen Cloud-Provider und das wurde als absolutes Must-Have deklariert. KPMG und Bitkom haben genau dieses Thema im aktuellen Cloud-Monitor 2015 untersucht und die Anforderungen von Unternehmen an Cloud-Anbieter untersucht. Der Rechenzentrumsstandort Deutschland und der Hauptsitz des Unternehmens Deutschland ist absolut führend bei den Must-Haves. Denn für die Unternehmen heißt es am Ende des Tages, das Risiko größtmöglich zu minimieren. Die direkte Folge hier an der Stelle, die Integrationsfähigkeit der Lösung bestätigt den aktuellen Vormarsch in Richtung Hybrid Cloud.
Die Interoperabilität der Lösung verschiedener Cloud-Anbieter hingegen steht an letzter Stelle der Must-Haves, führt allerdings die Liste der Nice-to-Haves mit großem Abstand an. Unternehmen sind also bereit, für ein Mehr an Sicherheit und die folgliche Minimierung von Risiken sich mit dem Provider der Wahl und am Ende des Tages dem Provider des Vertrauens zu verheiraten. Also wir sprechen hier vom sogenannten Vendor-Login, der mir in Zukunft nach meiner Entscheidung den Wechsel eines Providers natürlich sehr erschwert. Was muss ich an dieser Stelle als Cloud-Provider des Vertrauens noch leisten, um eben diesen Kunden, der mir das Vertrauen schenken will, auch zu begeistern? Neben der Verantwortung für die Sicherheit der Rechenzentren und die Einhaltung der SLAs und gesetzlicher Bestimmungen, die für einen deutschen Provider, denke ich, maßgeblich und inzwischen selbstverständlich sind, liegt es an den Providern heute auch Umgebungen zu liefern, die mir als Kunden das ermöglichen, quasi die Infrastruktur, die Cloud-Infrastruktur nahtlos in meine vorhandene Infrastruktur zu integrieren. Das bedeutet auch in meine vorhandene Sicherheitsstrategie. Die Frage lautet, wie bekomme ich oder lässt es der Provider überhaupt zu, mir einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren? Kann ich gegebenenfalls die IT-Infrastruktur analog zu der bisherigen Infrastruktur in meinem eigenen Haus aufbauen? Wird es mir gewährt, Infrastruktur innerhalb privater Netze beim Provider zu betreiben und den Zugang nur über einen Punkt, zum Beispiel einen VPN-Endpunkt, zu ermöglichen? Kann ich gegebenenfalls eine dedizierte Leitung in das Rechenzentrum des Cloud-Providers führen, um meinen Sicherheitsanforderungen auch gerecht zu werden? Am Ende des Tages stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich für den richtigen Provider zu entscheiden. Wünschen sich zeitgleich aber auch eine höhere Kompatibilität unter den Cloud-Providern. Und die Cloud-Provider an sich setzen leider nicht selten auf proprietäre Einzellösungen, die den Kunden eben in diesen Login versetzen. Christoph, ich meine, welche Bedeutung hat das am Ende des Tages für das Thema Marktplatz? Ja, also das ist natürlich absolut relevante Punkte, die wir auch als Deutsche Börse Cloud Exchange natürlich mit adressieren wollen. Wenn wir jetzt die Punkte, die du auch angesprochen hast, die wir vorher gesehen haben, aus verschiedenen Studien mal zusammenfassen, lässt sich halt also eine Sache definitiv feststellen. Unternehmen fassen immer mehr Vertrauen in die Public Cloud, ja, so viel ist klar, aber häufig mehr aus Wettbewerbsdruck als aus tatsächlichem Verständnis und inhaltlicher Überzeugung, wie ich das überhaupt wirklich machen, realisieren kann. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Gap zwischen dem, was ich tun muss und dem, was ich tun kann als Unternehmen. Das heißt, als Konsequenz, um diese sozusagen verhärteten Fronten oder sozusagen aufzubrechen, brauchst du eine neutrale Instanz, um Transparenz und Vergleichbarkeit herzustellen. Denn nur dann können wirklich Kontrolle und Qualität sichergestellt werden und es braucht tatsächlich eine unabhängige Instanz, die dann etabliertes, also wirklich Vertrauen etablieren kann und vor allen Dingen auch das Thema Standards adressieren kann und Standards etablieren kann. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Marktplatz schauen, wie passt die Deutsche Börse Cloud Exchange da rein und wie gehen wir intern dieses Thema an? Also wir sind davon überzeugt, dass Standardisierung von uns als wirklich neutralen Player im Cloud-Markt, der wir jetzt kein Provider sind und auch kein reiner Kunde in dem Sinne, dass Standardisierung hier ein zentrales Element ist, was wir als neutrale Instanz dann auch in den Markt tragen können. In unserem Servicekatalog, wenn man so will, adressieren wir das über 3 wesentliche Bausteine. Wir sagen, einem Cloud-Kunden, einem Cloud-Nutzer gegenüber muss es ein Frontend geben, in dem der Nutzer Ressourcen vergleichen kann, wirklich auch nutzen kann, wenn er sie gekauft hat, überwachen und bezahlen kann. Sprich, dass es sozusagen eine Lösung gibt, die ihm einen Zugang gibt zu allen verschiedenen Cloud-Providern. Daneben natürlich standardisierte Ressourcen, also Cloud-Ressourcen, die klar definiert sind, die vergleichbar sind über die verschiedenen Anbieter und Florian hat es vorhin angesprochen, die mir halt auch die Flexibilität ermöglichen, auch zwischen verschiedenen Providern oder zu wechseln und auch in Richtung der verschiedenen Provider in immer gleicher Weise meine Maschinen vielleicht auch automatisiert einfach zu deployen, um entsprechende Lastspitzen abzudecken. Ein wesentliches Element dabei
ist aber auch das Thema Vertrag und SLA. Das heißt, wie ist eigentlich das Produkt definiert und wie sieht eigentlich der Vertrag aus, den ich eingehe? Wenn der jedes Mal anders ist bei jedem Provider, dann hilft mir das natürlich wenig mit Blick auf die Flexibilität bei verschiedenen Providern einzukaufen. Das heißt, auch diesen Block adressieren wir als Deutsche Börse Cloud Exchange. Wir standardisieren auch die Verträge. Es ist immer der gleiche Vertrag, der als Käufer bei jedem Provider mit jedem Providerin geschlossen wird. An der Stelle vielleicht ganz kurz ein Einblick, wie wir das Ganze umsetzen, damit das auch ein bisschen anfassbarer wird für Sie als Teilnehmer in dem heutigen Webcast. Ich würde jetzt mal einfach springen in den Browser. So, wir sehen jetzt hier unsere Website auf www.cloud.exchange. Kann ich mich oben rechts über das Login-Feld direkt im Marktplatz einloggen als Kunde. Und ich bin jetzt bei uns auf dem Marktplatz als Einkäufer von Cloud-Ressourcen eingeloggt und sehe jetzt die verschiedenen Angebote, die mir der Marktplatz hier bietet. Ich kann jetzt verschiedene Kontrakttypen auswählen, kann mein Ressourcenpool, die Anzahl an möglichen VMs, die ich starten möchte, kann ich hier variieren und erhöhen. Der wesentliche Punkt an der Stelle ist, aber ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Elemente hier eingehen, das würde ein bisschen in den Umfang sprengen. Wichtig mit dem Blick auf das Thema Vertrauen ist an der Stelle nur, dass ich hier auf der rechten Seite, Sie sehen es unter Provider und unter Governing, die Möglichkeit habe, entweder einzelne Provider direkt auszuwählen oder aber auch Provider zum Beispiel nach Region auszuwählen. Was bedeutet es, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Governing Region Germany nehme und mir nur die Provider anzeigen lasse, die unter der Region Germany anbieten? Das bedeutet bei uns, dass wir als DBCE im Kontext des Provider Onboarding geprüft haben, ist der Provider mit seinem Rechenzentrumsstandort in Deutschland, ist er mit dem Firmensitz in Deutschland und erfolgt der Root-Zugriff in das Rechenzentrum auch aus Deutschland. Das heißt, es ist jetzt klar für mich als Kunde, als Käufer, wenn ich von einem dieser drei Provider Ressourcen beziehe, dann werden die in Deutschland bleiben. Die Daten, die ich dann in die virtuellen Maschinen packe, die dort gerechnet werden, bleiben in Deutschland und die gesamte Leistung wird aus Deutschland erbracht. Kann ich auf verschiedenen Ebenen anwenden. Ich kann sagen, Deutschland ist vielleicht nicht das absolute Kriterium, Hauptsache es bleibt in der EU. Dann sehe ich, verändert sich hier meine Ergebnisliste und ich bekomme weitere Provider mit dazu, aus Frankreich und aus der Tschechischen Republik zum Beispiel, und kann dann auf der Basis meine Auswahl treffen. Das heißt, dieser ganze Vergleichsprozess von welcher Provider kommt überhaupt in Frage, welcher Provider ist an welchem Standort, welcher Provider hat welche Leistungen, welche SLAs und so weiter, entfällt hier komplett für mich als Kunde, weil das ein Thema ist, was wir als Deutsche Börse Cloud Exchange bereits adressiert haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der noch wichtig ist in dem Kontext, ist, wenn ich jetzt hier auf Select gehe, unter dem Bereich Terms and Conditions, sehe ich das komplette Regelwerk, das ist verfügbar. Ich kann auch mir die SLAs anzeigen lassen. Das Produktkonzept beinhaltet das bei uns. Das ist alles online im Web frei verfügbar, auch als Kunde, der nicht eingeloggt ist. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, mich auch umfangreich zu informieren, inwieweit das Ganze in meine Cloud-Strategie passt und auch in meine vielleicht Compliance-Anforderungen passt, sodass ich hier wirklich mir dieses ganze Thema einmal anschauen muss und danach immer die Möglichkeit habe, flexible zu sourcen. Alles, was Sie hier sehen in dem Frontend, ist über eine API auch abrufbar und ansteuerbar. Das bedeutet, ich kann mir auch mit gleichen Filtern und Informationen über eine elektronische Schnittstelle einfach Preise holen. Ich kann auch Kontrakte kaufen bei den einzelnen Providern. Ich kann Kontrakte nutzen, Maschinen starten und auch stoppen natürlich, und das ganze Management meiner Infrastruktur kann ich auch automatisiert hier fahren. Wir machen genau das mit mehreren Kunden, die sagen, wir
schauen uns an für eine bestimmte Region, wie die Preise aussehen, auch wie die Preise vielleicht in der Zukunft aussehen, und können auf der Basis Entscheidungen treffen, unser Ressourcenpool erweitern, weitere Maschinen starten oder eben auch stoppen. Es gibt die Möglichkeit, Fixed-End und Pay-as-you-go-Kontrakte zu kombinieren. Also ich kann mich im Endeffekt als, sagen wir mal, Software-as-a-Service-Company oder auch als, sage ich mal, einfach Unternehmen, was in irgendeiner Form Cloud nutzt und auch mal ausprobieren will, kann ich mich einfach sehr einfach und klar auf die für mich wesentlichen Dinge konzentrieren, sprich das Einkaufen zum guten Preis oder das Einkaufen der richtigen Menge für die richtigen Zeitpunkte und muss mich nicht im Zweifel auch nur auf einen einzigen Provider festlegen. Das Ganze vielleicht ganz kurz jetzt als Einblick in die Plattform selbst, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze nutzbar ist aus Anwendersicht. Ich bringe jetzt einfach mal, eine Frage kam zum Thema Vertragsbedingungen auf Englisch. Es sind so, die gesamten Vertragsbedingungen sind auf Englisch und auch das Product Concept ist auf Englisch. Wir sind halt momentan auf den europäischen Markt fokussiert und das heißt, wir haben das alles standardisiert auf Englisch verfügbar gemacht. Das heißt, als Fazit von dem, was wir vorhin uns angeschaut haben, von dem Hintergrund, was wir vorhin gehört haben, ist notwendig, ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen interner IT und Public Cloud sozusagen zu gewährleisten, für sich aufzusetzen, für sich zu nutzen. Das heißt, von unserer Seite bleibt an der Stelle zu sagen, nutzen Sie die Deutsche Börse Cloud Exchange. Wir als verlässliche und unabhängige Cloud-Komponente sozusagen in Ihrer Unternehmens-IT können Ihnen da viel abnehmen, können Ihnen bei den ganzen Fragezeichen rund um das Thema Compliance, auch im Kontext von Safe Harbor, wir haben soeben vor einigen Tagen auch auf unserem Blog veröffentlicht einen interessanten Artikel auch nochmal, was bedeutet das Ende von Safe Harbor, insbesondere für Software as a Service Companies, die sich ja jetzt einigen Fragen stellen müssen und wie wir das auch als Deutsche Börse Cloud Exchange einfach adressieren. Das heißt, schauen Sie sich das gerne an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sind aber ansonsten natürlich auch außerhalb des Webcasts jederzeit für Sie erreichbar, über unsere Website, über unsere direkten E-Mail-Adressen christoph.bock@dbcloudexchange.com oder florianretzer@dbcloudexchange.com. Wir können uns über die Website kontaktieren, was immer für Sie einfacher ist. Wir helfen Ihnen da gerne bei den ganzen Fragen, die sich möglicherweise noch anschließen.